Dieses Mal fahren wir über Rumpelpisten zum Chari-Nationalpark, helfen bei einer Autopanne und machen einen Angelausflug mit einer kasachischen Familie zum Kaindi-See. Hi, wir sind Andi und Myri und mit unserem selbst ausgebauten Wohnmobil Jenny dokumentieren wir hier unsere Reise nach Asien. Heute ist der 9. Juli, ein Dienstag, und heute ist leider unser letzter Tag in Kirgisistan, denn heute fahren wir nach Kasachstan rüber, Richtung Almaty. Heute Morgen waren wir noch in den heißen Quellen hier in der Nähe von Karakul. Für umgerechnet 3 Euro pro Person konnte man da in wunderschön angelegten Becken baden. Verschiedenste Becken von 60 Grad bis 30 Grad und auch nochmal richtig gut duschen. So eine Dusche für 3 Euro nimmt man natürlich immer gerne mit. Und dann wollen wir jetzt gerade noch unser letztes kirgisisches Geld verschoppen. Haben nochmal ein paar Vorräte aufgefüllt. Werden gleich noch unser Wasser voll machen. Und dann geht es nach Kasachstan. Ich bin ein bisschen traurig, weil hier drüben, es sieht wirklich original aus wie Österreich. Es ist so eine schöne Gegend. Hier gibt es ein Skigebiet. Hier ist es super grün. Der Easy Cool, der aussieht wie ein Meer, ist in der Nähe. Und sogar heiße Quellen. Also es ist so wunderschön zum Leben hier. Und da steht schon wieder ein kleines Pony. Überall am Wegesrand stehen Pferde. Ich liebe es. Da. Hello. Salam alaikum und herzlich willkommen aus Kirgisistan. Auf dem Weg raus aus Kirgisistan haben wir nochmal eine der besten Straßen erwischt. Es wird ein richtiges Offroad-Abenteuer, dieses Land zu verlassen. Wir müssen da vorne irgendwie rauffahren. Man sieht es auf dem Video sicher nicht mehr, aber es ist leider ziemlich steil und die Straße ist verwaschen und große Steine liegen da drauf und muss gut aufpassen, dass wir da irgendwo aufsetzen. Und es ist eigentlich eher so eine Art Offroad-Weg als richtige Straße. Ja, voll schön hier. Danke Google für diesen schönen Panoramaweg, der eigentlich nur für Traktoren gemacht wurde. Kirgisistan hatte uns bis dato mit seinen tollen Asphaltstraßen wirklich verwöhnt. Deswegen waren wir auch über so eine Straße verwundert. Aber es war die offizielle Straße Richtung Kasachstan. Der ist ein Wagenheber. Is everything okay? Yes? Ja? Okay. Okay. Ja, vielleicht kommt der Satz Reifen dran. Oft sieht man solche Szenen am Straßenrand, wo Menschen einen Reifen wechseln. Und für uns ist es mittlerweile selbstverständlich, dass wir dann fragen, ob wir helfen können. Denn umgekehrt ist es immer so, dass auch wir Hilfe angeboten bekommen. Und das finden wir toll. Also die meisten 4x4 Autos, die hier langfahren, die müssen nicht so rumdrucksen wie wir. Und wir müssen hier wirklich ganz kreativ Auto fahren, um nicht aufzusetzen. So, gleich sind wir wieder zurück auf der Hauptstraße. Das war extrem abenteuerlich.
Hallo hübsches Pferd. Wir sind aus Kirgisistan draußen und wieder in Kasachstan drin. Ich bin traurig. Ich fand Kirgisistan voll schön. Aber Kasachstan ist auch schön. Ja, der Grenzübergang war easy peasy, richtig schnell. Wir wurden ganz schnell aus Kirgisistan rausgeleitet. Und in Kasachstan haben sie wie gewohnt ins Auto reingeguckt. Aber sie haben den Hund nicht reingeschickt. Das fand ich jetzt. Die hatten voll die süßen Hundis da. So Drohnenhundis. So. Voll die hübschen. Ja. Wie fühlst du dich? Super, super. War alles gut. Ging ja alles insgesamt in einer halben Stunde. Ja. Und überall die kleinen Jutencamps. Ach so, ja. So. Wir haben die Grenze kurz vor Schließung überquert. Es war so, dass wir eine Stunde Zeit verloren haben durch den Grenzübergang. Und dann wollten wir am Abend noch schnell die Autoversicherung abschließen. Das ging in einem Ersatzteilegeschäft und war unproblematisch. Danach habe ich eine SIM-Karte erworben und das Aufladen der SIM-Karte mit Datenvolumen nicht richtig hinbekommen. Aber die Besitzer des lokalen Supermarktes haben mir sehr, sehr herzlich geholfen. Und dann hatten wir auch wieder Internet und sind weitergefahren. Kasachstan, 10.07. Sind hier in einem Nationalpark kurz vor Almaty. Und hier ist diese kleine grüne Oase. Andi, Ja. erzähl mal, was machst du da? Saukalt, aber mir ist so warm. Oh. Eben hat eine Libelle auf deinem Rücken gesessen. Da hinten sieht man auf jeden Fall auch schon ein bisschen was vom Canyon. Und Andi hat schon gesagt, es ist ein guter Spot, um Yoga zu machen. Hier sind wir außerdem gut geparkt zwischen den Hügeln. Hier ist windgeschützt und ab vom Schuss auch ein bisschen. Und nachher können wir dann hier in den Schari-Nationalpark hinunter wandern. Auf diesem Weg durfte man früher sogar mit dem Auto fahren. Das wurde jetzt hier mit dem Verbotsschild verboten. Aber wir machen jetzt ein Eiskaffee und dann gehen wir mal ein bisschen. So, jetzt sind wir unten im Castle Valley. Eintritt für den Nationalpark hat übrigens 4,27 € gekostet für 2 Personen und ein Fahrzeug für 24 Stunden. Und so sieht das Castle Valley aus. Ja, und gibt es ein Anker-Taxi für Leute, die nicht selber die 2,5 Kilometer bis unten laufen wollen. Und willst du mal Bukhanka fahren? Nein. Du hast ja das Angebot in Tadschikistan abgelehnt. Ja. Im Schari-Nationalpark sind wir durch diese wunderschöne Schlucht gewandert. Aber nicht nur wir waren dort, sondern eben auch einige Bukhankas. Man konnte diesen Weg entweder laufen oder mit einem Fahrzeug fahren. Am Ende ist man an einem sehr schönen Fluss angekommen und auf dem Weg zurück sind sogar ein bisschen diese Schlucht hochgekraxelt. War auf jeden Fall eine lustige Aktion.
Der Schari-Nationalpark hat uns wegen seinen atemberaubenden Felsformationen und seinen leuchtend roten Farben besonders gut gefallen. Nein, shit. Oh nein. Also, es geht nicht immer alles gut im Vanlife. Dieser Apfelkuchen hat außen ein bisschen zu viel Farbe abbekommen. Oh Mann. Dank unseres Offroad-Fahrzeugs können wir einfach ohne Straße irgendwo durch die Gegend fahren. Boah, diese Fahrrinne ist so ausgewaschen. Naja. Die Möri liebt die Schräglage. Deswegen fahre ich hier extra nochmal so. Ja, ich fahre möglichst immer so, dass die Möri beim Schrägfahren nicht auf der Unterseite ist. Manchmal kann man es nicht vermeiden. Und manchmal kann ich auch versuchen, trotzdem irgendwelche Wege zu nehmen, wo die Reifen etwas gerader sind. Genau, weil das hasst sie wirklich. Sie liebt es überhaupt nicht, wenn sich das Fahrerhaus in ihre Richtung kippt und sie das Gefühl hat, gleich irgendwie aus dem Fenster zu fallen und das Fahrzeug fällt auch um. So, dann sind wir mal hier am Wegesrand angehalten, weil da drüben braucht jemand Hilfe. Dann hoffen wir, dass wir helfen können. You're welcome. Jetzt Problem. Und da drüben am Fluss, am Baum, ist noch eine kleine Pferdeherde. Wir haben schon wieder ein Brot geschenkt bekommen. Wir haben für 2 Minuten den Schraubschlüssel verliehen und jetzt haben ist so wir wieder neues lieb. Brot. Ein ganz normaler Tag in Kasachstan. Yep.
So schnell kann man an einen neuen Mitfahrer kommen. Das hier ist Midi. Und Mein Name ist Medit. Midi fährt mit uns mit unter diesem gelben Bus hier. Den haben wir gerade gefragt, ob er zum Kaindi-See fährt. Er hat gesagt, wenn wir das richtig verstanden haben, wir sollen ihn hinterherfahren, dann können wir parken und mitfahren. Ja, mal gucken, wie es wird. Europa. Молоко, молоко. Ah, Marokko. Ja. Молоко. Okay, hier können wir dann parken. Soldan gelince baktım birinci ayrıldım. Unser Hof kommt oft. Wir sitzen jetzt hier in diesem Offroad-Gefährt. Sind, glaube ich, sind mitten im Familienausflug, glaube ich. Haben jetzt verhandelt, dass wir für 20 € hin und zurück mitfahren können. Der Weg dauert ungefähr zwischen 30 und 40 Minuten und alle haben ziemlich gute Laune. Ich würde sagen, Andi hat auch noch verhandelt. Die wollten erst 40 €, Andi hat hin und zurück für 20 €. Pro Person 10 €. Finde ich fair. Das Abenteuer geht los. Das sind wirklich heftige Straßen. Ich bin sehr froh, dass Jenny die nicht fahren muss. Hi. Ich glaube, das kann man jetzt gerade nicht gut sehen, aber Alter, ist das hoch. Das Wasser. Uiuiui. wir fahren immer noch durch das ganze. Ja. Also, da haben wir mal gerade einen richtig fetten Fluss gekreuzt, aber wir raisen hier Durchgeschwindigkeit. Знаешь, не думай, не надо. Und weiter geht's nach oben in einem Buchanker. Na, Möris, Tanker Abenteuerfahrt. Ja, Echt sehr spannend, was das Auto kann. absolut. Nach einem etwas steilen Abstieg sind wir jetzt hier. Das hier war früher kein See, doch durch ein Unglück ist hier das Wasser reingelaufen und da standen eigentlich noch Bäume. Und durch eine bestimmte chemische Reaktion des Wassers sind die Baumstämme da unten im See versteinert und eben nicht weggefault. Und deswegen sieht man jetzt hier überall diese versteinerten Baumstämme im Wasser.
Wir essen das Brot, das wir gerade eben geschenkt bekommen haben, mit bester Aussicht. Das ist der kleine See nebenan, an dem geangelt wird. Oh! Soll ich Ja. Da sind richtig viele Fische. Hello! Der Keinisee ist sehr touristisch und so kann man dort auch Ballon fahren oder sich Ponys ausleihen, mit denen man zum See reiten kann. Hier durfte ich mich auf ein Pony setzen, das sich die Mädels von dem Ausflug geliehen haben. Sie hatten darauf bestanden, dass ich mich einmal draufsetze. Es war sehr süß. Okay. Ja, und da haben wir noch ein Beispiel gesehen, wie man sein Nummernschild verlieren kann. So, I'm doing this to the just in us in the children. But they get just Schwimmen nur anders. Ja, jetzt nochmal schön durch die Mützpfütze. Und was sehen, was du da. So, wir fahren jetzt von der kleinen Farm, wo alles angefangen hat, auch wieder runter. Sind vom See zurück. Das war so ein cooler Tag. Wir wurden einfach von einer kasachischen Familie mitgenommen zu dem See. Zu einem Angelausflug. Zu einem Reitausflug. Nee, es war richtig cool. Die Family selbst kam aus Almaty, das waren irgendwie so Friends, die sind da hochgefahren. Und wir kamen irgendwie so zufällig dazu, dass wir mit konnten. Und ja, also es war ein sehr, sehr cooler Tag. Es war so freundlich und so nett und wir durften bei allen mitmachen und hatten die ganze Zeit die Kids dabei und die Miri durfte noch auf dem Pferd drauf, was sie durch eine Bekanntschaft einfach mal eben ausgeliehen hatte dort vor Ort. War einfach toll. Ja, und dann wurden wir noch zum Abendessen eingeladen, aber wir haben das jetzt einmal dankend abgelehnt. Ich glaube, es hätte Fisch gegeben, selbstgefangenen, weil wir einfach weiterziehen müssen. Wir spüren ein wenig den Zeitdruck im Nacken, auch wenn es makaber klingt. Ein Take muss ich noch machen. Und zwar, wir haben einfach vorhin random unserer Meinung nach einen Busfahrer in einem gelben Bus angesprochen, um zu fragen, hey, wie kriegt man denn hier ein Taxi? Oder kann man hier Bus fahren? Und der hat uns einfach instant mitgenommen und hat gesagt, hey, ihr könnt mit mir mitfahren und ihr könnt mit mir sogar noch ein kleines Geschäft machen, so ungefähr. Und obwohl es voll der private Ausflug war, das hätte halt in Deutschland niemals jemand so gemacht. Und das ist so anders hier. Die Mentalität ist einfach so anders und so herzlich. Und ich habe auch immer das Gefühl, trotzdem sind dabei alle unfassbar höflich, aber auch freundlich und wollen dir ihr Land zeigen. Und das ist einfach was ich aus Europa so nicht kenne und ich finde es sehr schön. Und zum krönenden Abschluss sind wir dann noch an dem sogenannten Black Canyon vorbeigekommen. Wir haben dann beschlossen, hier noch einen Eiskaffee zu trinken, damit wir noch durchhalten, denn wir hatten vor, noch ein wenig Strecke Richtung Almaty zu machen.
Finden diese Hunde uns oder findet die Möri diese Hunde? Das weiß ich nicht. Aber sie hat ihn gefragt und er meinte, er wollte Hunger, er wollte was essen. Er hat Hunger. 12. Juli, 10 Uhr morgens und an dieser Autobahnraststätte ist so viel Leben, was einzig und allein an dieser Wasserquelle da vorne liegt, wo der Andi sich gerade erfrischt hat. Und hier neben uns ist eine riesengroße Kuh-, Schaf-, Pferdeherde mit einem richtig fixen Schäfer und einem Schäferhund. Also ist schon echt spannend, wo man immer aufwacht. Mega cool. Wo geht's hin? Wir fahren zu Volvo Trucks und versuchen dort unser Auto mal durchchecken zu lassen, weil wir sind ja schon so viele krasse Sachen für unser Auto gefahren und wir wollen mal schauen, ob alles in Ordnung ist. Yes. Alle holen hier an der Wasserquelle noch ihr Wasser, putzen sich die Zähne, gehen mal duschen. Das war's auch schon wieder von uns. Beim nächsten Mal fahren wir nach Almaty, unsere persönliche Shoppinghölle. Und bis dahin sagen wir ciao, tschüss und auf Wiedersehen.